Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute in einer Woche ist bereits Weihnachten und in 2 Wochen ist auch das ganze Jahr schon wieder zu Ende. Also genau der richtige Zeitpunkt, um noch einmal miteinander in den Dialog zu kommen, um ein wenig das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen. Zunächst mal im Quartal 1 bis inklusive Quartal 3 haben wir eine ganz beachtenswerte Umsatzsteigerung gemeinsam hinbekommen. 37% plus in einem ganz schwierigen Marktumfeld und in Summe sind wir dann auf 402 Millionen Umsatz gekommen. Wenn wir uns erinnern, im letzten Gesamtjahr hatten wir 414 Millionen Umsatz, haben jetzt bereits per Ende September 402 Millionen hinbekommen. Eine ganz tolle Steigerung. Das Ergebnis bei nach wie vor 5,2% Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen ist ordentlich in Anbetracht der Krise. Aber ich sage das auch ganz klar, das ist überhaupt nicht das, was wir langfristig anstreben. Dass wir trotz der Krise es hinbekommen haben, ein positives EBITDA zu erzielen, das ist sehr beachtenswert, aber das ist bei weitem noch nicht das, wo wir gemeinsam hin müssen. Besonders freut mich, dass wir in den ersten 3 Quartalen in den sogenannten Wachstumssegmenten, da fassen wir zusammen alles im Bereich E-Mobility und Charging, also die ganze sozusagen Mobilitätswende, wo wir dort unsere Technologien gebündelt haben. Dann das ganze Thema Solar Renewables, wo wir ja sehr aktiv sind, in Memmingen und auch in Bulgarien. Und drittens das Thema Telecare, wo wir also durch unsere Technologie älteren Leuten ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Diese 3 Wachstumssegmente zusammen, wo wir ja eigene Systeme, eigenes Know-how haben, sind in Summe um 51% gewachsen in den ersten 3 Quartalen. Also sehr deutliche Marktanteilsgewinne. Der Oktober war ebenfalls sehr gut, der November wird vernünftig laufen und jetzt wird es in Summe auf den Dezember ankommen. Der Dezember wird ganz entscheidend sein, wie wir das Jahr abschließen. Wir haben sehr viel geschafft in diesem Jahr und werden, das lässt sich glaube ich jetzt schon sagen, deutlich über eine halbe Milliarde Umsatz erzielt haben, wenn wir dann am 31. Dezember in das neue Jahr hineingehen. Das heißt, wir sind weiterhin, aber dann mit sehr großem Abstand die Nummer 2 in Deutschland hinter Zollner. Und wir werden dann sehr dicht dran sein an der Nummer 2 in Europa bereits und werden zusammen mit der finnischen Firma Enics ungefähr auf gleicher Augenhöhe die Nummer 3 in Europa sein. Also Nummer 2 in Deutschland, Nummer 3 in Europa. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Bilanz an der Stelle. Wir haben unseren Wachstumskurs fortschreiben können und haben massiv Marktanteile in der Krise gewonnen. Unter anderem deshalb auch, weil wir einfach es geschafft haben, die Kundenzufriedenheit trotz der sehr schwierigen Situation, speziell im Bereich Material, aufrechtzuerhalten. Das hat allerdings auch einen sehr negativen Effekt und das ist unser Lagerbestand. Ich habe da im letzten Video schon drüber berichtet, dadurch, dass immer kurzfristig Teile nicht verfügbar sind, die anderen Teile, die wir bestellt haben, aber in unser Lager laufen, wir die auch bezahlen müssen. Wir können dann aber das Material nicht verbauen, weil halt irgendwelche Teile fehlen, dadurch auch keinen Umsatz mit dem Kunden machen. Und damit haben wir in einigen unserer Töchter den Lagerbestand seit Jahresbeginn ungefähr verdoppelt. Wenn ich einen Lagerbestand in einer Einheit von 10 auf 20 Millionen verdopple, dann heißt das, dass ich 10 Millionen Cash, 10 Millionen Bargeld sozusagen gebunden habe im Lagerbestand, den ich nicht verwenden kann für andere Dinge, zum Beispiel für Zukäufe anderer Firmen, die Investitionen in neue Maschinen, in Innovationen etc. Und wenn das, wie bei uns im Moment der Fall, in allen Töchtern gleichzeitig ist, dann ist das natürlich eine Situation, die durchaus sehr schwierig ist und die wir übrigens auch nur deshalb haben so gut meistern können, weil wir Anfang Mai diesen Jahres unseren IPO, unseren Börsengang gemacht haben und die flüssigen Mittel dafür haben verwenden können. Das muss allerdings ein Ende haben. Das zweite Thema, wo wir noch klaren Verbesserungsbedarf haben, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist das Thema
Profitabilität. Einer der großen Hebel, die wir normalerweise haben, ist natürlich mit unseren Lieferanten Einkaufskostenverbesserungen zu verhandeln. Leider jetzt in diesem Jahr 2021 war nicht der richtige Zeitpunkt, mit den Lieferanten über sinkende Preise zu verhandeln, sondern es ging schlicht und einfach darum, für unseren Einkauf und die ganze Firma möglichst viele der benötigten Teile zu bekommen, teilweise eher zu deutlich erhöhten Kosten, was dann auf die Profitabilität geschlagen hat, sozusagen doppelt, keine Materialpreissenkungen verhandelbar und gleichzeitig sind einzelne Kosten hochgegangen, die wir allerdings mit großer Konsequenz zum überwiegenden Teil geschafft haben, auch an unsere Kunden weiter zu verrechnen. Ja, die Materialkrise, ich habe schon angesprochen, wir haben es geschafft, mit der vernünftig umzugehen. Ich meine, nichtsdestotrotz heißt das, unser Umsatz, der sich ja in Summe sehr gut entwickelt hat, der könnte circa 10% höher sein, 10% aufs Gesamtjahr gerechnet, das wären dann eben 40 bis 50 Millionen mit all der Marge, die da auch drin liegt, könnte 10% höher liegen, wenn es die Materialkrise nicht gegeben hätte. Unsere Auftragsbestände sind in den letzten Quartalen sehr, sehr steil nach oben gegangen, weil die Kundenbedarfe in allen Industrien übrigens sehr, sehr hoch waren, gleichzeitig wir aber eben nicht entsprechend diese Bedarfe befriedigen könnten aufgrund des Teilemangels. Ich hatte schon erwähnt, dass der Lagerbestand dramatisch nach oben gegangen ist. Ich habe schon erwähnt, dass wir sozusagen unsere Kassenbestände, die flüssigen Mittel aus dem IPO, statt für strategische Akquisitionen jetzt hauptsächlich zur Finanzierung dieser Situation verwendet haben. Wir haben es gut gemanagt, aber dennoch, wir müssen dort jetzt im Quartal 1 ganz, ganz klar in eine Trendumkehr hineinkommen und gucken, dass wir von diesen hohen Lagerbeständen wieder herunterkommen. Wie dramatisch übrigens diese hohen Lagerbestände ist, sieht man, ohne Namen zu nennen, an einigen unserer Wettbewerber, die teilweise gerade in deutliche wirtschaftliche Schieflage geraten und von ihren Kunden und Lieferanten teils auch gestützt werden müssen, weil ihnen schlicht und einfach das Geld ausgeht, mit dieser Situation vernünftig umzugehen. Was wir auch geschafft haben, ist im M&A-Bereich, also im Zukauf weiterer Unternehmen, um das Wachstum zu bekommen, um uns aber auch strategisch weiterzuentwickeln, 3 Akquisitionen. Das erste, das größte, das hat ja bereits im Februar stattgefunden, 2021, das war die Lesis in Leipzig, die jetzige Katec in Leipzig, die sich auch gut entwickelt hat, die es auch geschafft hat, von der hohen Abhängigkeit der beiden Kunden Thales und auch Unify, also im Prinzip Athos, ein Stück weit wegzukommen. Also wir haben jetzt 2 Monate in Folge bereits Innogy als größten Kunden gehabt, wo wir ja die kompletten Ladestationen der neuesten Generation als Komplettgeräte bauen. Dann hatten wir die Akquisition, die ja mit Leipzig zusammenhing, der Telealarm, also in diesem Bereich Telecare. Ein ganz, ganz zukunftsträchtiges Segment und wenn ich mir das Wachstum der Telealarm auch in den letzten Monaten anschaue und übrigens, auch das muss man sagen, die Ergebnisqualität trotz der Materialkrise, wo man also bereits sozusagen deutlich über 10% EBITDA-Rendite liegt, dann muss ich sagen, dass das eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist und meinen Glückwunsch an die Kollegen hier von Telealarm. Wir haben dann die Firma Eisler, eine Mehrheitsbeteiligung eingegangen. Die Firma Eisler, ein sehr, sehr junges, dynamisches Startup, das, ich würde mal sagen, die Möglichkeit hat, unsere Branche, die Elektronikbranche, zu revolutionieren, indem man einfach sehr, sehr viel, gerade im Kontakt mit dem Kunden im Bereich Electronic Prototyping, automatisiert und quasi über ein Portal abwickelt. Eine sehr, sehr spannende Thematik, wo wir der Überzeugung sind, dass wir viel von dem, was wir dort lernen, in diesem Bereich, auch sehr schnell wachsend übrigens, übertragen können auf weitere Bereiche in der Katec. Und das letzte war dann die Beteiligung an der IOX Mobility. Das ist eine 10% Beteiligung, also eine Minderheitsbeteiligung. Das ist aber eine Company, die das, was Tesla mit dem Model S gemacht hat vor, sagen wir mal, 10, 12 Jahren, das wiederholen will auf dem Bereich E-Mobilität auf dem Wasser. Also ein Luxusfahrzeug zu bringen, das charakterisiert ist durch eine sehr, sehr große Reichweite auf der einen Seite, aber auch eine hohe Geschwindigkeit. Und das ist auf dem Wasser nochmal unendlich schwerer als auf der Straße.
Aber wir haben gesehen, der Einstieg in dieses Segment, das hat Tesla bewiesen, ist ein super Einstieg, um eine ganze Branche zu revolutionieren. Und diese Firma IOX Mobility hat die Technologie und die CATEC wird dann auch der Technologielieferant exklusiv im Bereich Elektronik für diese hochinnovativen Boote sein. Und wir erwarten das erste Produkt bereits im Laufe des nächsten Jahres. Eine weitere Stärkung unseres Segmentes E-Mobility. Ja, und die Pipeline, also damit sozusagen der Funnel, wie man so schön sagt, mit weiteren potenziellen Zukaufdeals, also Firmen, die für uns interessant sind fürs weitere Wachstum und für die strategische Abrundung. Also sozusagen, wir haben da einen ganzen Stapel von sehr, sehr interessanten Vorschlägen auf dem Tisch und sind auch mit zwei sehr veritablen Unternehmen bereits in konkreten Diskussionen. Ich werde dann immer gefragt, ja, was interessiert uns das, was fehlt uns noch, was wollen wir denn noch zukaufen? Das sind zum einen Firmen im Engineering-Bereich. Also wir wollen unsere Entwicklung weiter stärken. Wir sehen uns ja nicht rein als Produktionsbetrieb, sondern wir wollen ja die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Und da gehört das Thema Engineering in unterschiedlichsten Bereichen zusammen. An einigen Standorten, in Memmingen, in Wendlingen, in Leipzig, in Tschechien, haben wir dort bereits eine ganze Menge Know-how. Das werden wir aber systematisch erweitern durch weitere Akquisitionen. Und dann zwei weitere Themen, auch jetzt eher geografischer Natur. Skandinavien ist ein sehr, sehr interessanter Elektronikmarkt. Es gibt dort sehr, sehr interessante Player, sehr, sehr interessante Kunden auch. Da kommt man aber nicht so leicht rein, wenn man nicht präsent ist. Also Skandinavien steht ebenfalls bei uns auf der Wunschliste und auch Nordamerika, wobei ich damit jetzt nicht primär nur die USA meine. Auch Mexiko könnte ein schöner Standort sein. Das Gleiche gilt für Asien. Warum Nordamerika, warum Asien? Das liegt nicht daran, dass wir zum Beispiel in Asien fertigen wollen für europäische Kunden. Das liegt daran, dass durch die Disruption in den Wertschöpfungsketten immer mehr unserer heutigen deutschen, unserer europäischen Kunden sagen, wir hätten gerne euch CATEC als Lieferant für unsere Werke in Asien oder unsere Werke in den USA, aber dann mit Vorortwerken, um einfach die Risiken zu minimieren, dass dann sozusagen in der Lieferkette irgendetwas schief geht. Das Stichwort heißt hier Local for Local und dem werden wir bei unseren großen Kunden gerecht werden müssen und über kurz oder lang in Asien und USA präsent sein müssen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch kurz zu Corona kommen. Ich hatte, wenn man mich vor 2 Jahren gefragt hätte, nicht gedacht, dass das Thema uns so lange begleitet, aber wir stecken leider mitten in der 4. Welle. So, was heißt das für die CATEC? Das heißt für die CATEC, dass all die beschlossenen Maßnahmen in Bezug auf 3G, jetzt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden wir natürlich sehr konsequent und sehr verantwortungsbewusst zum Schutz von uns allen umsetzen werden. Wir werden auch wieder sehr, sehr verstärkt ins Homeoffice gehen, dort wo es diese Möglichkeit gibt. Und wir werden, was Besucher von fremden Firmen beispielsweise bei uns an den Standorten anbelangt, eine sehr konsequente 2G-Plus-Regel einführen. Das heißt, also wir werden schon im Vorfeld Besuchern sagen, dass wir nur Besucher haben wollen, die entweder geimpft oder getestet sind und die dann auch noch einen entsprechenden Test machen, zum Beispiel bei uns vor Ort. Das Ganze bedeutet sehr viel Zusatzaufwand, das Ganze bedeutet sehr viel Flexibilität, auch für Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wird einfach alles nicht leichter mit den ganzen Tests, mit den ganzen Nachweisen, mit den ganzen Masken, mit dem ganzen Abstand halten. Also ich nenne es jetzt mal liebevoll, dieses ganze Corona-Ballett, das wird uns, fürchte ich, noch den ganzen Winter begleiten und ich bitte Sie alle ganz, ganz herzlich da mitzumachen. Wir verstehen uns in diesem Fall eben nicht nur als Team Blue, sondern auch einfach ein Stück weit als das Team Verantwortung. Also Verantwortung übernehmen für die Kollegen, mit denen man jeden Tag zu tun hat, Verantwortung übernehmen auch für die Familien, die man hinterher wieder zurückkehrt, für unsere Kunden an der Stelle. Deshalb die ganz, ganz herzliche Bitte, wer es bis jetzt aus welchem Grund auch immer noch nicht geschafft hat, sich impfen zu lassen, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir haben auch, letzter Stichwort zu Corona, unsere große Kundenveranstaltung, die wir ja dieses Jahr erstmalig gemacht haben, das Festival of Electronics mit unseren Kunden, mit unseren engen Partnern.
Das haben wir jetzt uns schweren Herzens entschlossen zu verlegen. Wir wollten das in der ersten Februarwoche machen, haben jetzt gerade beschlossen, wir verschieben das auf den 19. Mai, denn ich glaube, wir sind alle müde, solche großen Veranstaltungen dann rein virtuell zu machen. Und ich möchte gerne all die Kunden, all die Kollegen wieder persönlich sehen. Und wir sind guter Hoffnung, dass am 19. Mai, wenn dann auch langsam wieder der Frühling, der Sommer kommt, wir dort bessere Chancen haben. Ja, ich möchte Ihnen allen ganz, ganz herzlich danken für Ihre Mitarbeit, für die engagierte Arbeit unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen in diesem Jahr 2021. Wir haben ja sozusagen eine doppelte Belastung gehabt. Corona hat uns weiterhin im Griff gehabt am Anfang des Jahres und jetzt wieder. Und wir haben einfach diese Materialkrise. Beides zusammen erfordert eine wahnsinnig hohe Flexibilität, Frustrationstoleranz, Leidensfähigkeit von uns allen, übrigens auch von unseren Kunden und Lieferanten. Und mein ganz herzliches Dank, dass Sie da in dieser Form mitgemacht haben. Unsere Kunden sind überwiegend sehr, sehr zufrieden mit uns. Sie haben ja auch meistens den Quervergleich, auch noch mit anderen Elektroniklieferanten, mit anderen Elektronikpartnern. Ich glaube, wir haben uns als sehr, sehr zuverlässiger Partner dieses Jahr, aber auch letztes Jahr erwiesen. Das heißt nicht, dass wir alles hinbekommen, aber auch dort, wo wir Dinge nicht hinbekommen, haben wir, denke ich, sehr, sehr transparent kommuniziert mit unseren Kunden und die Partnerschaft zu den Schlüsselkunden im Laufe der Krise einfach nochmal deutlich, würde ich sagen, gestärkt. Ich möchte mich auch bedanken für Ihre Treue in dieser schwierigen Zeit zu KATEK, also für die Loyalität. Das ist abzulesen durch die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen über die Social Media. Das ist abzulesen an den E-Mails, die ich persönlich bekomme. Das ist aber ehrlich gesagt auch abzulesen, ganz nüchtern an der Fluktuation. Also wir haben eine sehr, sehr niedrige Fluktuation, also Mitarbeiter, die unser Unternehmen verlassen, um irgendwo anders hinzugehen. Und das zeigt, dass sozusagen wir viele Mitarbeiter im Team Blue haben, die anders glauben, was wir machen, die diese Reise gerne mit uns gehen und die auch das Gefühl haben, dass wir gut durch diese Krise gesteuert sind. Auch, und das will ich auch hervorheben, ist das Thema Mitarbeiter als Brand. Also sozusagen You are the brand. Was heißt das? Wir sind keine Firma, die irgendwelche großen Werbeanzeigen machen kann. Wir sind keine Firma, die permanent auf den großen Messen präsent ist und in den Fußballstadien irgendwelche Bannerwerbung macht. Das geht alles nicht, das gibt auch das Budget nicht her. Aber wir haben 2600, 2700 Mitarbeiter an all unseren Standorten im In- und Ausland. Das heißt, Sie sind eigentlich diejenige, die in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrem Verwandtenkreis, wenn Sie unterwegs sind, mit einer KATEK-Jacke, mit dem, was Sie Positives über unsere Firma sagen, vielleicht auch, was Sie hier gelernt haben. Sie sind diejenigen, die eigentlich unsere Brand, unsere KATEK-Marke nach außen tragen, viel, viel stärker, als es alle Marketingmaßnahmen erfolgen. Und mein ganz herzliches Dank dafür, dass, ich sage mal, so viel Positives über uns als Firma für Sie über das Team Blue in den Markt rein kommuniziert wird. Das ist etwas, was ganz, ganz massiv hilft. Ja, was haben wir nächstes Jahr vor? Ich möchte mich auf 4 Punkte beschränken. Erstens, M&A geht weiter. Wir werden weiter schauen, dass wir Firmen akquirieren, um möglichst schnell in Europa eine starke Nummer 2 zu werden. Wie gesagt, mit Enix zusammen werden wir jetzt dieses Jahr schon die Nummer 3 sein. Wir kommen vor nicht einem Jahr von der Nummer 18. Also wir sind sehr, sehr stark aufgestiegen und wollen auf absehbare Zeit die Nummer 2 werden. Zweitens, wir müssen an unserer Effizienz was tun. Wir haben heute sehr stark unsere, ich sage jetzt mal, einzelnen Standorte, die alle hervorragende Arbeit für sich selbst machen, mit ihren Kunden, mit ihren Dingen. Wir müssen nun eine Anstrengung machen, dass wir in Summe in der Verwaltung, in der Produktion deutlich effizienter werden und werden dort einiges an Maßnahmen aufsetzen. Dann, ich hatte es erwähnt, wir müssen die Läger wieder runterbringen. Und zwar, da geht es jetzt nicht primär um den Platz, auch der wird langsam knapp, sondern es geht darum, dass, also wenn ich 1 Million den Lagerbestand runterfahre, dann spüle ich 1 Million an Cash, also an freien Mitteln frei, die ich für andere Dinge verwenden kann, die möglicherweise viel strategischer sind, als dass irgendwelche Bauteile im Lager liegen. Und das 4. Thema, was mir sehr am Herzen liegt, und das kam auch aus den Mitarbeiterumfragen hervor, wir wollen uns noch viel mehr Gedanken machen zum Thema Mitarbeiterförderung. Das hat Aspekte wie können wir in unserer sehr männerdominierten Elektronikwelt sehr viel stärker Frauen nach vorne bringen, auch vielleicht von Anfang an, also noch sozusagen auf eher
auf eher sozusagen einfachen Jobs herausfördern, auch mal Leitungspositionen zu übernehmen. Da werden wir uns was überlegen, wie wir das sehr, sehr systematisch machen können, vielleicht schon angefangen vom Thema Auszubildenden und natürlich auch, wie können wir überhaupt schauen, dass wir stärker Führungskräfte im mittleren Bereich, im höheren Bereich aus unseren Mitarbeitern, aus den Standorten sozusagen systematisch fördern und ausbilden können, um dann sozusagen diese Jobs bei uns zu übernehmen. Das sind Themen, die uns ganz, ganz stark am Herzen liegen und wo wir, wenn wir jetzt nicht mehr alle permanent durch Corona und Materialkrise nächstes Jahr dominiert sind, die wir verstärkt angehen wollen. Ja, dann verbleibt mir am Schluss eigentlich nur noch Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie das sehr, sehr schön feiern mit Ihren Familien, auch wenn Sie nicht Weihnachten feiern, weil Sie entsprechend aus einer anderen Kultur kommen. Dann genießen Sie ein paar freie Tage, genießen Sie im Kreis der Familien, das laden Sie die Batterien auf und kommen Sie gut ins neue Jahr hinein. Also ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es bleibt spannend und wir werden gemeinsam im Team Blue den Erfolgskurs fortsetzen. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund und bleiben Sie große Fans im Team Blue. Danke.